Lektion 1. Ich habe mich gefragt, ob du mir etwas Geld leihen könntest. Hallo Anna, wie geht es dir heute? Hallo John, mir geht es gut. Wie steht es mit dir? Mir geht es gut, danke. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Nun, um ehrlich zu sein, mache ich finanziell eine etwas schwierige Zeit durch. Es tut mir leid, das zu hören. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Eigentlich habe ich mich gefragt, ob du mir etwas Geld leihen könntest. Ich hasse es zu fragen, aber ich muss wirklich ein paar Rechnungen bezahlen und ich bin knapp bei Kasse. Ich verstehe. Wie viel müssen Sie leihen? Ich dachte an vielleicht $1000. Ich weiß, dass es viel ist, aber ich verspreche, dass ich es dir so schnell wie möglich zurückzahlen werde. Okay, ich verstehe. Können Sie mir etwas mehr über Ihre finanzielle Situation erzählen? Hast du irgendwelche Einkünfte? Ich habe zwar einen Teilzeitjob, aber das reicht nicht aus, um alle meine Ausgaben zu decken. Ich habe auch einige Kreditkartenschulden, die ich zu begleichen versuche. Ich verstehe. Nun, ich leihe dir gerne das Geld, aber ich möchte sicherstellen, dass du es mir zurückzahlen kannst. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie das machen werden? Ja, das habe ich. Ich habe nach zusätzlicher Arbeit gesucht und denke, ich werde es Ihnen innerhalb weniger Monate zurückzahlen können. Okay, das hört sich vernünftig an. Wir können die Bedingungen des Darlehens besprechen und einen Tilgungsplan ausarbeiten, der zu uns beiden passt. Würden Sie gerne einen Darlehensvertrag unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Ich schätze Ihre Hilfe und möchte sicherstellen, dass wir beide auf derselben Seite stehen. Großartig, ich werde einen Darlehensvertrag aufsetzen und wir können ihn gemeinsam durchgehen, um sicherzustellen, dass wir beide mit den Bedingungen zufrieden sind. Ich möchte auch sicherstellen, dass Sie Schritte unternehmen, um Ihre finanzielle Situation langfristig zu verbessern. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, mit einem Finanzberater zu sprechen oder einen Budgetierungskurs zu Eigentlich nicht, belegen? aber das ist eine gute Idee. Ich werde mir das ansehen und sehen, ob es mir helfen kann, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Gut, das freut mich zu hören. Es ist wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um Ihre finanzielle Situation zu verbessern, damit Sie sich in Zukunft nicht mehr in dieser Situation wiederfinden. Ja, ich weiß. Ich bin wirklich dankbar für Ihre Hilfe und werde alles tun, was ich kann, um es Ihnen so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Ich weiß, dass du das tun wirst. Und denken Sie daran, wenn Sie in Zukunft Hilfe oder Rat benötigen, zögern Sie nicht, sich an mich zu wenden. Wir sind Freunde, und Freunde helfen sich gegenseitig, wenn sie in Not sind. Vielen Dank, John. Du bist ein wahrer Freund und ich schätze deine Unterstützung sehr. Lektion 2. Einen Teilzeitjob finden. Also, Anna, du hast erwähnt, dass du auf der Suche nach zusätzlicher Arbeit bist. Hattest du Glück, einen Nebenjob zu finden? Ich habe es versucht, aber es war hart. Ich habe mich im Internet umgesehen und bin auf Jobmessen gegangen, aber es ist noch nichts dabei herausgekommen. Ich verstehe. Es kann schwierig sein, Arbeit zu finden, besonders wenn Sie etwas Teilzeit suchen. Haben Sie bestimmte Branchen oder Arten von Arbeiten in Betracht gezogen? Nun, ich habe einige Erfahrung im Einzelhandel, also habe ich mir Stellenausschreibungen in diesem Bereich angesehen.
Ich habe auch darüber nachgedacht, in meiner Freizeit freiberuflich zu arbeiten, wie Schreiben oder Grafikdesign. Das sind großartige Ideen. Freiberuflich tätig zu sein kann eine gute Möglichkeit sein, ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, und es ist flexibel, sodass Sie nach Ihrem Zeitplan arbeiten können. Hast du dir freiberufliche Websites wie Upwork oder Fiverr angesehen? Ja, das habe ich. Ich habe Profile auf ein paar verschiedenen Websites erstellt und hoffe, dass ich bald ein paar Gigs bekomme. Das ist großartig. Eine weitere Sache, die Sie berücksichtigen sollten, ist das Netzwerken. Haben Sie Freunde oder Bekannte, die in Branchen arbeiten, die Sie interessieren? Möglicherweise können Sie ihnen einige Leads oder Empfehlungen geben. Tatsächlich habe ich eine Freundin, die im Marketing arbeitet. Ich habe darüber nachgedacht, mich an sie zu wenden, um zu sehen, ob sie von Teilzeitmöglichkeiten weiß. Das ist eine großartige Idee. Networking kann bei der Arbeitssuche sehr hilfreich sein. Und vergessen Sie nicht, die Stellenausschreibungen in Ihrer Nähe im Auge zu behalten. Man weiß nie, wann etwas auftaucht, das gut zu einem passt. Ja, ich habe nach neuen Stellenausschreibungen Ausschau gehalten. Es ist einfach frustrierend, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich so sehr anstrenge, aber nicht weiterkomme. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Die Jobsuche kann ein frustrierender Prozess sein, aber es ist wichtig, positiv zu bleiben und es weiter zu versuchen. Man weiß nie, wann etwas dazwischen kommt. Und in der Zwischenzeit arbeiten Sie weiter an Ihren freiberuflichen Projekten und anderen Nebenbeschäftigungen, die Sie haben. Du hast recht. Ich muss positiv bleiben und es weiter versuchen. Danke für die Ermutigung, John. Natürlich, Anna. Ich bin hier, um Sie zu unterstützen. Und denken Sie daran, wenn Sie jemals Hilfe oder Rat benötigen, zögern Sie nicht, sich an mich zu wenden. Lektion 3: Das neue Automodell. Hallo Anna, hast du schon von dem neuen Automodell gehört, das bald auf den Markt kommt? Nein, habe ich nicht. Was ist daran neu? Nun, es ist ein Hybridmodell, das einen viel höheren Benzinverbrauch haben soll als frühere Modelle. Und es ist auch vollgepackt mit vielen neuen Funktionen, wie einer Touchscreen-Oberfläche und erweiterten Sicherheitsfunktionen. Das hört sich interessant an. Ich bin eigentlich auf dem Markt für ein neues Auto, also könnte ich in Betracht ziehen, mir dieses neue Modell anzusehen. Auf jeden Fall. Ich denke, es wird für viele Leute eine großartige Option sein. Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, wie ich das neue Modell an potenzielle Kunden wie Sie vermarkten kann. Ach wirklich? An welche Art von Marketingkampagne denken Sie? Nun, ich denke, wir könnten ein paar Dinge tun. Zunächst könnten wir einige gezielte Anzeigen erstellen, die die wichtigsten Merkmale des neuen Modells hervorheben, wie zum Beispiel den hohen Benzinverbrauch und die Sicherheitsmerkmale. Das macht Sinn. Ich achte immer auf Anzeigen, die für meine Bedürfnisse relevant sind. Genau. Und wir könnten auch Influencer-Marketing betreiben, bei dem wir mit Social-Media-Influencern zusammenarbeiten, um ihren Followern das neue Modell und seine Funktionen zu präsentieren. Oh, ich mag diese Idee. Influencer sind heutzutage eine große Sache, und ich denke, es könnte wirklich effektiv sein. Auf jeden Fall. Und schließlich könnten wir Erlebnismarketing betreiben, indem wir Veranstaltungen oder Pop-up-Shops schaffen, in denen die Leute kommen und das neue Modell persönlich erleben können. Das hört sich nach einer Menge Spaß an.
Es wäre toll, das Auto aus nächster Nähe zu sehen und alle Funktionen zu testen. Ja, und indem wir diese Erlebnisse schaffen, können wir wirklich alles präsentieren, was das neue Modell zu bieten hat, und potenziellen Kunden helfen zu verstehen, warum es eine gute Wahl für sie ist. Ich denke, du bist mit dieser Marketingkampagne auf dem richtigen Weg. Ich wäre auf jeden Fall daran interessiert, mehr über das neue Modell zu erfahren und es persönlich zu sehen. Großartig! Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, während wir unsere Pläne für die Marketingkampagne abschließen. Und wenn Sie weitere Ideen oder Vorschläge haben, lassen Sie es mich gerne wissen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich diese Kampagne entwickelt und ich denke, dass sie ein großer Erfolg wird. Ich hoffe es. Wir sind wirklich begeistert von dem neuen Modell und wollen sicherstellen, dass die Leute verstehen, wie großartig es ist. Danke für deinen Beitrag, Anna. Lektion 4. Der jüngste Unfall auf der Autobahn. Anna, hast du von dem kürzlichen Unfall auf der Autobahn gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist passiert? Nun, ein Fahrer fuhr viel zu schnell und verlor schließlich die Kontrolle über sein Auto und krachte in ein anderes Fahrzeug. Es war eine wirklich beängstigende Situation und leider gab es einige schwere Verletzungen. Das ist schrecklich. Ich hoffe, dass es allen Beteiligten gut geht. Ja, das ist wirklich bedauerlich. Es hat mich zum Nachdenken gebracht, wie gefährlich es sein kann, mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn zu fahren, besonders wenn viel Verkehr herrscht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich versuche, vorsichtig zu sein, wenn ich fahre, aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die gerne zu schnell fahren und auf der Straße Risiken eingehen. Genau. Dabei geht es nicht nur darum, rücksichtslos zu sein, sondern auch um Rücksicht auf andere Fahrer im Straßenverkehr. Wenn jemand zu schnell fährt, kann dies dazu führen, dass sich andere Fahrer nervös und unwohl fühlen, was zu mehr Unfällen führen kann. Das ist ein guter Punkt. Ich denke, es ist wichtig, beim Fahren immer auf seine Umgebung zu achten und respektvoll mit anderen Fahrern im Straßenverkehr umzugehen. Ja, und ich denke, es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen aus einem bestimmten Grund da sind. Sie sind so konzipiert, dass sie alle schützen, und wenn Sie sie ignorieren, gefährden Sie sich selbst und andere. Auf jeden Fall. Ich denke, es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass zu schnelles Fahren auch zu saftigen Bußgeldern und Strafen führen kann. Es ist also nicht nur gefährlich, sondern kann auch kostspielig sein. Ja, das ist ein weiterer guter Punkt. Und es geht nicht nur um Geschwindigkeitsüberschreitungen, es ist auch wichtig, Ablenkungen während der Fahrt zu vermeiden, wie zum Beispiel das Telefonieren oder Essen am Steuer. Diese Dinge können auch zu Unfällen führen und alle Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, beim Fahren konzentriert und wachsam zu bleiben und die Sicherheit immer als oberste Priorität zu betrachten. Dem kann ich nur zustimmen. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, die Straßen für alle sicherer zu machen, und das beginnt mit verantwortungsbewussten und respektvollen Fahrern. Auf jeden Fall. Danke, dass du dieses wichtige Thema angesprochen hast, John. Es ist immer gut, daran erinnert zu werden, wie wichtig sicheres Fahren ist. Lektion 5. Kfz-Versicherung einkaufen. Anna, hast du dich in letzter Zeit nach einer Kfz-Versicherung umgesehen?
Das habe ich tatsächlich. Ich bin auf der Suche nach einer guten Versicherung mit erschwinglichen Tarifen. Das ist großartig. Eine Versicherung ist sehr wichtig, vor allem, wenn man viel unterwegs ist. Haben Sie Anbieter gefunden, die Ihnen gefallen? Ich habe im Internet recherchiert, aber ich habe noch keine gefunden, die mir wirklich auffällt. Es gibt so viele Anbieter da draußen, und es kann schwierig sein zu wissen, welche zuverlässig sind. Ich weiß, was du meinst. Es kann überwältigend sein, einen Versicherungsanbieter auszuwählen. Aber haben Sie schon von der XYZ-Versicherung gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist das Besondere an ihnen? Nun, Sie sind ein wirklich seriöser Anbieter, der großartige Abdeckungsoptionen zu erschwinglichen Preisen bietet. Sie haben auch viele Rabatte zur Verfügung, wie zum Beispiel Rabatte für sichere Fahrer und Rabatte für mehrere Autos, mit denen Sie viel Geld sparen können. Das hört sich vielversprechend an. Hast du sie schon einmal benutzt? Ja, tatsächlich. Ich bin seit ein paar Jahren Kunde von Ihnen und ich bin sehr zufrieden mit Ihrem Service. Sie sind sehr reaktionsschnell und hilfsbereit, wenn ich Fragen oder Bedenken habe. Das ist gut zu wissen. Wie einfach ist es, eine Forderung bei ihnen einzureichen? Das ist ganz einfach. Sie haben ein wirklich optimiertes Online-Verfahren für die Einreichung von Ansprüchen, was es wirklich bequem macht. Und Sie haben auch eine 24/7 Kundendienstleitung, die Sie anrufen können, wenn Sie Hilfe benötigen. Das ist toll zu hören. Ich denke, ich werde mich auf jeden Fall mehr mit der XYZ-Versicherung befassen. Haben Sie Tipps, um die besten Preise zu erhalten? Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die Sie tun können, ist, sicherzustellen, dass Sie eine saubere Fahrbilanz haben. Versicherungsanbieter bieten niedrigere Tarife für Fahrer mit einer guten Fahrhistorie an. Sie können auch in Betracht ziehen, Ihren Selbstbehalt zu erhöhen, was Ihre monatliche Prämie senken kann. Und vergessen Sie nicht, sich nach Rabatten zu erkundigen, für die Sie möglicherweise in Frage kommen. Das sind tolle Tipps. Ich werde sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ich mich nach einer Versicherung umsehe. Danke, John. Kein Problem, Anna. Eine Versicherung ist wirklich wichtig, und es ist immer gut, sicherzustellen, dass Sie den besten Versicherungsschutz für Ihre Bedürfnisse erhalten. Wenn du weitere Fragen oder Bedenken hast, zögere nicht, mich zu kontaktieren. Lektion 6: Kleidung online kaufen. Anna, hast du schon mal Kleidung online gekauft? Ja, das habe ich. Ich habe hier und da ein paar Dinge gekauft, aber ich kaufe immer noch lieber persönlich ein. Ich kann das verstehen, aber ich denke, dass Online-Shopping sehr bequem sein kann, vor allem wenn man weiß, wonach man sucht. Und bei so vielen verfügbaren Optionen finden Sie bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Das stimmt. Ich habe gerade einige schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass die Größen nicht stimmten oder die Qualität der Kleidung nicht so gut war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich verstehe. Das sind definitiv Dinge, die man beim Online-Shopping beachten sollte. Aber es gibt auch viele Vorteile beim Online-Shopping, wie zum Beispiel die Möglichkeit, eine größere Auswahl an Artikeln zu durchsuchen und bessere Angebote zu finden. Das ist ein guter Punkt. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ein neues Kleid für eine bevorstehende Veranstaltung zu kaufen. Haben Sie Empfehlungen für Online-Bekleidungsgeschäfte? Nun, ich habe gute Erfahrungen mit XYZ Clothing gemacht.
Sie haben eine wirklich große Auswahl an Kleidern und anderen Kleidungsstücken, und Ihre Preise sind wirklich angemessen. Das hört sich vielversprechend an. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihnen gekauft? Ja, tatsächlich. Ich habe letzten Monat ein Shirt von Ihnen gekauft und war wirklich beeindruckt von der Qualität des Stoffes und wie gut er passt. Das ist gut zu wissen. Wie war der Versandprozess? Der Versand war wirklich schnell. Ich habe mein Hemd innerhalb weniger Tage nach der Bestellung erhalten. Und Sie haben kostenlosen Versand für Bestellungen über einen bestimmten Betrag, also ist das ein netter Vorteil. Das ist großartig. Ich werde mir auf jeden Fall XYZ Clothing ansehen und sehen, ob sie Kleider haben, die mir gefallen. Hast du Tipps, wie ich die richtige Größe bekomme? Ja, auf jeden Fall. Überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Und wenn Sie sich bei der Passform nicht sicher sind, können Sie jederzeit 2 Größen bestellen und diejenige zurücksenden, die nicht funktioniert. Die meisten Online-Händler haben heutzutage ziemlich großzügige Rückgaberichtlinien. Das ist eine gute Idee. Ich werde sicherstellen, dass ich die Größentabelle noch einmal überprüfe und vielleicht 2 Größen bestelle, nur um sicher zu gehen. Danke für die Tipps, John. Kein Problem, Anna. Ich bin mir sicher, dass Sie ein tolles Kleid für Ihre Veranstaltung finden werden. Und wenn Sie weitere Ratschläge oder Empfehlungen benötigen, zögern Sie nicht, sich an mich zu wenden. Lektion 7. Welches Kleid möchtest du dir zulegen? Anna, welches Kleid möchtest du dir zulegen? Ich sehe hier ein paar verschiedene Optionen. Ich bin wirklich hin und hergerissen zwischen dem blauen und dem roten. Ich liebe die Art und Weise, wie der blaue an mir aussieht, aber der rote ist so lebendig und auffällig. Ich verstehe, was du meinst. Sie sehen beide toll an dir aus. Hast du dir schon überlegt, zu welchem Anlass du das Kleid tragen wirst? Es ist für eine Hochzeit, an der ich nächsten Monat teilnehme. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich für etwas Schlichteres, wie das blaue Kleid, oder etwas Mutigeres, wie das rote, entscheiden soll. Das ist auf jeden Fall etwas, das man in Betracht ziehen sollte. Wenn Sie sich für einen formelleren oder konservativeren Look entscheiden, ist das blaue Kleid möglicherweise die bessere Wahl. Aber wenn Sie ein Statement setzen und auffallen möchten, könnte das rote Kleid eine gute Option sein. Das ist ein guter Punkt. Ich frage mich auch, welche Farbe mir schmeichelhafter wäre. Nun, beide Farben stehen dir gut, aber es hängt wirklich von deinem Hautton ab. Wenn du kühle Untertöne hast, ist Blau vielleicht die bessere Wahl, während Rot schmeichelhafter sein könnte, wenn du warme Untertöne hast. Ich bin mir nicht sicher, was meine Untertöne sind. Wie kann ich das herausfinden? Eine Möglichkeit besteht darin, sich die Venen am Handgelenk anzusehen. Wenn sie eher blau oder lila aussehen, haben sie wahrscheinlich kühle Untertöne, während sie, wenn sie eher grün oder gelb aussehen, wahrscheinlich warme Untertöne haben. Eine andere Möglichkeit besteht darin, sich den Schmuck anzusehen, den du trägst. Wenn du in Silberschmuck besser aussiehst, hast du wahrscheinlich kühle Untertöne, während du, wenn du in Goldschmuck besser aussiehst, wahrscheinlich warme Untertöne hast. Interessant. Das habe ich nie gewusst. Ich finde, meine Adern sehen blauer aus, also wäre das blaue Kleid vielleicht die bessere Wahl. Es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Aber letztendlich kommt es darauf an, worin du dich wohl und sicher fühlst. Wenn du dich in dem roten Kleid wohlfühlst, dann mach es. Das stimmt.
Ich glaube, ich tendiere jetzt zu dem roten Kleid. Es ist einfach so auffällig und ich fühle mich wirklich gut darin. Ich verstehe, warum. Es ist ein wunderschönes Kleid und es setzt definitiv ein Statement. Und denken Sie daran, dass es am Ende des Tages am wichtigsten ist, dass Sie sich in allem, was Sie tragen, sicher und wohl fühlen. Du hast recht. Danke, dass du mir geholfen hast, diese Entscheidung zu treffen, John. Ich fühle mich jetzt viel besser damit. Kein Problem, Anna. Es macht immer Spaß, mit einem Freund shoppen zu gehen und ihm zu helfen, das perfekte Outfit zu finden. Ich bin mir sicher, dass du auf der Hochzeit toll aussehen wirst. Lektion 8: Die gesundheitlichen Vorteile von Bananen. Anna, hast du schon einmal von den gesundheitlichen Vorteilen von Bananen gehört? Ja, das habe ich. Ich weiß, dass sie eine gute Quelle für Kalium und Ballaststoffe sind, aber darüber hinaus weiß ich nicht viel. Das stimmt. Bananen sind wirklich gut für dich. Sie sind vollgepackt mit essentiellen Vitaminen und Nährstoffen, die dazu beitragen können, ihre allgemeine Gesundheit zu verbessern. Das ist interessant. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was Bananen so gesund macht? Sicher. Zum einen sind Bananen eine großartige Quelle für Kalium, ein wichtiges Mineral, das hilft, den Blutdruck und die Herzfunktion zu regulieren. Das ist gut zu wissen. Ich habe gehört, dass Kalium wichtig ist, aber ich wusste nicht, dass Bananen eine so gute Quelle dafür sind. Ja, und Bananen sind auch reich an Ballaststoffen, die helfen können, die Verdauung zu regulieren und dafür zu sorgen, dass sie sich satt und zufrieden fühlen. Das ist großartig. Ich habe in letzter Zeit versucht, mehr Ballaststoffe zu essen, also sollte ich vielleicht anfangen, mehr Bananen in meine Ernährung aufzunehmen. Auf jeden Fall. Und Bananen sind auch reich an Vitamin C, Vitamin B6 und anderen essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen, die dazu beitragen können, ihr Immunsystem zu stärken und die allgemeine Gesundheit zu unterstützen. Wow, ich hatte keine Ahnung, dass Bananen so nährstoffreich sind. Gibt es noch andere Vorteile des Verzehrs von Bananen? Ja, tatsächlich. Es hat sich gezeigt, dass Bananen dazu beitragen, das Risiko von Herzerkrankungen, Schlaganfällen und bestimmten Krebsarten zu verringern. Und sie sind auch eine großartige Snackoption für Sportler oder Menschen, die körperlich aktiv sind, da sie eine schnelle Energiequelle darstellen und helfen können, Muskelkrämpfe zu reduzieren. Das Das ist ist eine wirklich großartige Idee. beeindruckend. Ich Bananen hatte sind keine auch eine Ahnung, sehr dass vielseitige Bananen Frucht, so viele sodass Sie sie pur gesundheitliche essen, zu Vorteile Smoothies haben. oder Haferflocken Ich hinzufügen denke, oder ich zum werde Backen verwenden anfangen, können. sie öfter in meine Ernährung aufzunehmen. Das stimmt. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich viele Rezepte für Bananenbrot gesehen. Vielleicht versuche ich, welche zu machen. Auf jeden Fall. Bananenbrot ist eine großartige Möglichkeit, reife Bananen zu verwerten, und es ist auch ein wirklich leckerer und gesunder Leckerbissen. Danke, dass du mir von all den gesundheitlichen Vorteilen von Bananen erzählt hast, John. Ich habe das Gefühl, viel gelernt zu haben. Kein Problem, Anna. Es ist immer gut zu wissen, wie sich die Lebensmittel, die wir essen, auf unsere Gesundheit auswirken können. Und Bananen sind definitiv eine gute Wahl für alle, die ihre Ernährung und ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern möchten. Danke für das Aufpassen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Treffen wir uns bald in unserem nächsten Video.